Hallo allerseits. Dies ist die allererste Folge einer mehrteiligen Serie zu den Datum- und Zeitfunktionen von Excel. Die Funktion möchte ich nach und nach vorstellen und durchgehen. In dieser ersten Folge geht es um die Funktion Datum. Die Funktion Datum dient dazu, ein beliebiges Datum, zum Beispiel den 25.05.2020, in die intern von Excel verwendete Zahl zu konvertieren. Dazu muss man wissen, dass Excel das Datum intern als eine ganze Zahl ablegt, eine Integerzahl, um genau zu sein. Die 1 ist definiert als der 1.1900, wird dann pro weiteren Tag einfach um 1 hochgezählt und damit ergibt sich zum Beispiel für den 31.12.2020 die Zahl 44.196. Schauen wir uns die Syntax an. Es werden insgesamt 3 Parameter an die Funktion übergeben, wie man sich denken kann, nämlich einmal eine Jahreszahl, eine Zahl für den Monat und der Tag. Diese Zahlen kann man jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen an die Funktion übergeben. Excel ermöglicht da generell die Möglichkeit, direkt Parameter zu übergeben oder halt auch indirekt. In dem ersten Beispiel, was ich hier habe, gebe ich die Zahlen direkt an die Funktion ein, also die Jahreszahl 2020, den Mai, dafür die 5 und den Tag, den 25. Excel ermittelt jetzt in diesem Fall die Zahl 43.976. Das ist die interne Zahl, die Excel hat. Mit der können wir jetzt nicht viel anfangen. Wir müssen, wenn Excel nicht von alleine erkennt, dass wir von einem Datum reden, die Zelle entsprechend umformatieren. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich suche mir ein passendes Datumsformat raus und zack, da haben wir unser Datum. Im zweiten Beispiel übergeben wir die Parameter jetzt indirekt. Ich habe hier in den Zellen G, H und I 15 die 3 Zahlen hinterlegt, die wir dafür brauchen und gebe jetzt in die Funktion direkt die Verweise auf diese Zellen ein. Und was erhalten wir? Den 31.12.2020. Das war's für die Datumfunktion. Beim nächsten Mal geht es dann um die Funktion Jahr, Monat und Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.